Hallo Leute, ich zeige euch heute drei weitere praktische Apps für macOS. Zunächst kommt die App App Cleaner. Die ist perfekt zum Löschen von anderen Programmen auf dem Mac, weil standardmäßig, wenn man die App nur in den Mülleimer schiebt, verschiedene andere Dateien nicht mitgelöscht werden. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Wir öffnen einmal unseren Finder, haben hier unsere Programme drin, öffnen einmal unseren App Cleaner. Der öffnet sich hier, genau, den packen wir hier kurz hin. Dann ist wichtig, wir müssen nachschauen, dass wir eine App natürlich finden, die nicht direkt im System ist. Das kann ich dir gleich noch zeigen. Und zwar als Beispiel, wir nehmen jetzt hier die Remote Desktop App, schieben sie rein und man sieht schon diese ganzen kryptischen Pfade, wo verschiedene Einstellungen von der App vorhanden sind, werden mitgelöscht. Was standardmäßig natürlich nicht wird, weil wenn man den normalen Mülleimer zieht, löscht er nur das und die anderen Dateien bleiben bestehen auf deinem Rechner. Okay. Genau, dann kann man nämlich hier noch anders machen. Man kann nämlich hier auch direkt die Apps anzeigen lassen und darüber die löschen Sachen. Hier sieht man Systemprogramme. Äh, Das sind die mit dem, mit dem Schloss. Die sind halt geschützt, weil das sind halt Systemprogramme direkt von macOS und die kannst du natürlich nicht löschen. Und alle Apps, die nachträglich installiert wurden, auch Pages, Keynote und Numbers, sind ganz normal löschbar. Nur die System-Apps halt nicht. In dem Fall Koffein auch nicht, weil die manuell installiert wurde. Die muss zunächst beendet werden, danach kann man sie löschen. Genau, dann kann man uns das hier nochmal anschauen. Hier sind noch alle verschiedene und wir können jetzt testweise mal die löschen. Die wird nicht mehr benötigt, man klickt es einfach an, kann dann hier die einzelnen Sachen auch noch mitmarkieren und drückt einmal auf Löschen. Dann fragt er einmal nach eurem Kennwort, das gebt ihr einfach ein und er schmeißt in den Mülleimer und zwar alle Dateien. So, das wäre in dem Fall die App schon mal gewesen, dann würde ich die einmal schließen. Nun folgt die zweite, die nennt sich Magnet oder Magnet. Die ist primär dafür gedacht, ähnliche Funktionen wie auf Windows zu nutzen. Und zwar die Snap-Geste für linke und rechte Bildschirmflächen. Kann ich euch auch mal zeigen. Ich öffne einmal kurz hier den Vivaldi-Browser, pack den dran und ihr seht schon, diese Funktion, die gibt es unter macOS standardmäßig nicht. Da müsstet ihr manuell das hinziehen. Das heißt, an sich wird die App installiert und dann läuft die hier oben im Hintergrund. Und dann gibt's hier halt auch die Gesten beziehungsweise die Tasten, die ihr drücken müsst, damit ihr wisst, wo die Sachen hinlanden. Dann kann man es hier oben hin machen. So zum Beispiel ähnlich wie unter Windows 10. Das heißt, wir packen hier einmal das hier ran und würden unseren Finder einmal an die rechte Seite packen. Das ist halt eine Funktion, wenn ihr von Windows kommt und die vermisst, ihr damit wieder zurückbekommt. Zu beachten ist, die App kostet ein bisschen was. Ich glaube so 1 Euro, 1,4, 1,20. Ich packe euch aber den Link nochmal unten in die Beschreibung, da könnt ihr es euch nochmal anschauen. Und testen ist, glaube ich, nicht möglich. Genau. So, dann machen wir weiter. Einmal den Vivaldi-Browser wieder schließen. Und wir gehen weiter mit der dritten App. Das wäre Handbrake. Handbrake ist primär da, um eure Videos zu verkleinern. Als Beispiel, ihr macht ein 4K-Video und habt eine recht schwache Bandbreite, könnt ihr das Video nehmen und einfach runter skalieren, beziehungsweise so machen, dass es halt in der Megabyte oder Gigabyte Größe viel kleiner ist. Meistens ist das Problem, dass die Upload-Geschwindigkeit bei euch oder bei demjenigen, den es betrifft, recht gering ist und dann kann man hier einfach eine Videodatei einfach mal reinpacken. Können wir hier testweise mal machen. Genau. Ich öffne uns mal hier das Teil und wir schmeißen uns einfach mal kurz eine Videodatei rein. Da, 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 da. Genau. Als Beispiel Autokorrektur. Pupp. Genau. Dann haben wir es hier direkt geöffnet und würden es einfach einmal auswählen. Open. Und dann kann man viele Sachen einstellen. Primär ist das
rendern, damit die Datei von der MB-Größe her kleiner ist, gewünscht. Kann man natürlich hier auch machen. Wir sehen aktuell, das Video war eh nur mit Full HD aufgenommen, also ist es an sich nicht schlimm. Und dann kann man hier automatisch die einzelnen Sachen auswählen. Startmäßig ist entweder Full HD oder 4K gewesen, das Video. Ihr seht, ihr könnt auch direkt in H265 umwandeln. Das Final Cut aktuell kann nur H264 und H265 nur mit dem Extra-Tool, was man zusätzlich noch kaufen muss. Genau, dann wählen wir hier zum Beispiel das aus, würden jetzt einfach einmal Start drücken und jetzt wird er einmal das runterrendern. Zum Glück sind die recht klein, weil die meistens nur 2-3 Minuten gehen, also exportiert er das recht schnell und danach könnt ihr die Datei direkt benutzen. So, das wäre es schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich mir auch freuen. Dankeschön!